Die Themen im heutigen Zocker-Launch-Wochenrückblick sind: Anno 2205 gerettet, Doom erhält nach über 30 Jahren eine Content-Erweiterung, Half-Life Alyx dank Mod ohne VR spielbar, Aufbausims Satisfactory for Full Release, abgedrehter Nachfolger zu Two Point Hospital angekündigt und Activision zeigt den Mittelfinger und lässt die von den Fans erstellte Modern Warfare 2 Mod einen Tag vor Release offline nehmen. Mit der Die Siedler History Collection hat Ubisoft Ende 2018 die Hauptteile der urdeutschen Aufbauserie in leicht überarbeiteter Form neu veröffentlicht. Im Set erhaltet ihr hier mit Teil 1 bis 7 vollen Wuselfaktor und könnt dank dem Settlers United Mod mittlerweile auch problemlos die Siedler 3 und 4 bugfrei online gegen eure Freunde zocken. Über meinen Partner Instant Gaming könnt ihr diesen Nostalgie-Trip für unter 18 € mitnehmen, was ich euch an dieser Stelle mal wärmstens empfehlen möchte. Und das Beste: mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal zusätzlich massiv. Bis bald! Gierig förderten wir die Schätze des Mondes, bis unsere Weltregierung eingreifen musste und die Operationen auf dem Mond einschränkte. Daraufhin wurde der Mond aufgegeben. PR-Desaster wäre sicher übertrieben, aber dass ausgerechnet die Server von Anno 2205 kurz vor dem Reveal von Anno 117 Pax Romana offline gingen, war zumindest kein gutes Timing. Durch nicht erreichbare Server, der unter anderem den Weltmarkt nicht funktionsfähig machte, war Anno 2205 für 4 Monate lang nur eingeschränkt spielbar. Problematisch war auch, dass Ubisoft hierzu zunächst keine Stellung nahm und dann nach einem Shitstorm keine zügige Lösung anbieten konnte. Jetzt sind die Server, dem Vernehmen nach über 4 Monaten wieder online, werfen aber die Frage auf, warum reine Singleplayer-Spiele überhaupt solche Features benötigen, obwohl diese doch auch problemlos offline verfügbar gemacht werden könnten. Auch Anno 2017 stand vor 2 Jahren vor einem ähnlichen Problem und konnte erst in letzter Sekunde durch einen Patch gerettet werden, welchen die Devs damals angeblich in ihrer Freizeit auf eigene Kappe entwickelten. Sie können den Weg vorgeben. Für uns alle. id Software hat die beiden Ego-Shooter-Klassiker Doom und Doom 2 mit mehr Inhalt, verbesserter Grafik und Koop-Modus erneut veröffentlicht. Das ist insofern bemerkenswert, dass Doom mit seinem Release Ende 1993 bereits über 30 Jahre alt ist. Durch Multithread-Rendering wurde die Grafik leicht aufgebohrt, zudem gibt es für fast alle Plattformen 4K-Support und 120 FPS. Auch der brachiale Soundtrack wurde digital nachbearbeitet und kann jetzt im Menü zwischen Original und Remix eingestellt werden. Spannend sind auch 26 neue Deathmatch-Maps sowie ein völlig neuer Koop-Modus für bis zu 16 Spieler. Das Ganze soll auch quer über alle Plattformen funktionieren, sprich Konsolenspieler können hier auch mit PC-Lern in den Kampf ziehen. Das alles ist ehrlich gesagt ganz cool, hätte es aber wohl so nicht in diese News geschafft. Aber Doom 1 hatte in diesem Zug auch eine ursprünglich verworfene Story-Kampagnenerweiterung namens Legacy of Rust erhalten, die zwischen Doom 1 und Teil 2 spielt und von John Romero selbst mitentwickelt wurde. Und außerdem wurde nun erstmals offizieller Mod-Support ergänzt. Beide Spiele könnt ihr daher ab sofort im Bundle für 10 € auf allen gängigen Plattformen kaufen und wer sie bereits besitzt, kann sich den neuen Content kostenlos via Patch ziehen. I'm here. So what's the plan? Mit Half-Life Alyx ermöglichte Valve in 2020 ein bemerkenswertes Comeback für sein Half-Life-Franchise. Problem war nur, dass den VR-Titel, welcher vor allem die hauseigene Valve Index vermarkten sollte, bis heute kaum einer gespielt hat. Der Kostenfaktor für die Brille war und ist einfach viel zu hoch. Also ernsthaft, ein Valve Index VR-Kit kostet noch immer über 1000 €. Trotzdem kam der Titel bei der Presse und dem Vernehmen nach unter 100.000 Spielern bemerkenswert gut an. Schon etwas länger gibt es daher die von der Community erstellte No-VR-Mod, die den Titel auf einen normalen Eco-Shooter zurückbaut und jetzt ein größeres Update erhalten hat. Die neue Version bietet somit ab sofort überarbeitete First-Person-Animationen, ein neues Fadenkreuz und viel bessere Interaktionsmöglichkeiten mit Objekten,
und den unzähligen Puzzlespielchen im Spiel. Half-Life Alyx soll sich jetzt problemlos durchspielen lassen und läuft als Highlight nun auch problemlos auf dem Steam Deck. Nach 5 Jahren Early Access steht Satisfactory vor seinem Full Release. Beeindruckende 5 Jahre, in dem der Titel seinen Content und seine Komplexität als Hardcore-Fabrik und Automationsaufbauspiel ständig steigern konnte. Zudem hat man in der ganzen Zeit auch seinen Humor behalten und kündigt jetzt als Highlight für den Full Release funktionierende Toiletten an, die sich dann auch endlich spülen lassen sollen. Außerdem gibt es eine 9. Technologiestufe, neue Rezepte und Gebäude. Die 9. Technologiestufe soll dann auch den Abschluss bilden, auch wenn man sich mit einem möglichen DLC noch eine kleine Hintertür offen lässt. Satisfactory erscheint somit fix und fertig ausgebaut am 10. September 2024. This is the Museum Audio Guide. Take 100. Auch die Two Point Studios hauen wieder einen raus. Nach Two Point Hospital, welches auch eine Hommage an Theme Hospital darstellte, und Two Point Campus folgt nun Two Point Museum. Eigentlich warte ich ja die ganze Zeit auf Two Point Park, aber gut. In Two Point Museum werdet ihr also mit dem üblichen Humor diverse Museen aufbauen dürfen, die jeweils einen anderen Schwerpunkt setzen. Dafür schickt ihr Experten auf Expeditionen, dekoriert Dinosaurierknochen und sorgt dafür, dass eure Besucher vor allem viel Zeit im völlig überteuerten Souvenirshop verbringen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, erscheinen soll das Ganze aber neben dem PC auch auf den Konsolen. We have a good heavens! Look up! Wir suchen dich. Vom 1. bis zum 3. November steigt die 3. Zocker-Lounge Luxusland-Party in Frankfurt am Main, für welche wir immer noch freie Plätze haben. Also lasst uns die Bude mal voll machen. Geboten werden PCs direkt vor Ort, sodass ihr nichts mitbringen müsst, ein eigenes Bett, sanitäre Anlagen und für alle, die das möchten, auch ein 3-Sterne-Hotel. Gezockt wird alles querbeet, was Spaß macht, und den Rest regelt der Pizzalieferant. Alle Infos zum Event auf dem Zocker-Lounge Discord und unter www.zocker-lounge.com/event. Zum Abschluss dann noch eine traurige Geschichte. Mit dem riesigen Fanmod H2M wollten Fans Call of Duty Modern Warfare 2 von 2009 auf Basis der Remastered-Version von Call of Duty neu aufleben lassen. Die vollkommen fertige Mod, die das Prestige-System überarbeitete, vereinte die besten Elemente aus beiden Spielen und löste vorab einen regelrechten Hype aus. So stiegen die Verkaufszahlen für die Remastered-Version von Call of Duty allein wegen dieser Mod auf Rekordhöhe, wie Ingame.de berichtet. Nun, einen Tag vor Release, haben die Activision-Anwälte das Projekt auf die schlimmstmögliche Art mit einer Unterlassungsklage beerdigt, welcher das Mod-Team auch nachkommt. Die ganze Aktion, von der eigentlich nur Activision dank hoher Verkaufszahlen profitierte, geht jetzt dementsprechend nach hinten los. So geben Spieler reihenweise das Spiel auf Steam zurück, da sie die 2-Stunden-Marke noch nicht erreicht hatten und ja eigentlich nur die Mod spielen wollten. Zudem erfolgt aktuell das altbekannte Review-Bombing für die Remastered-Version, in der sich die Community jetzt ordentlich Luft macht. Dabei ist die radikale Vorgehensweise von Activision nichts Neues. Bereits 2023 wurde, nachdem es die IW4X-Mod erwischt hatte, mit dem gleichen Muster das Team hinter der SM2-Mod verklagt. Die SM2-Mod hätte verschiedene Waffen aus allen Call of Duty-Teilen in einem Spiel verfügbar gemacht. Besser kann die Gamescom für Activision jedenfalls nicht beginnen. Damit biegen wir jetzt in die Gamescom-Woche ein. Ich werde natürlich versuchen, euch mit allem Relevanten auf dem Laufenden zu halten, also gerne Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst, und bis zum nächsten Mal.